V8 Sound. Feinstes Bollern und Röhren. Das wollen Petrolheads hören. Doch wie kommt der Sound ins Blech? Motorenpapst Meyer erklärt, wie der Klang entsteht und optimiert werden kann. Und die Top 5 der besten V8 Sounds aller Zeiten. Oh Gott! Oh Mann, ist das ein Klang, ha? Jesus! Ein V8 Ford, 7,9 Liter, 600 PS. Hallo? Da wissen alle Nachbarn, wenn du spät nach Hause kommst. Wetten? Petrolheads lieben V8-Motoren. Dieser unvergleichliche Sound und die ungezügelte Kraft sind es, was PS-Freaks glücklich macht. V8 ist für mich die Mutter aller Motoren. Doch wie entsteht dieser einzigartige Klang? Wir gehen dem V8-Sound auf den Grund. Dafür treffen wir uns mit Roland Meyer. Er hat in der Motorenentwicklung von Audi angefangen und sich seit Anfang der 90er Jahre mit seiner Tuningfirma MTM einen Namen gemacht. Immer wieder demonstriert er, wie ein V8 für ihn zu klingen hat. Sein neuester Streich, ein komplett überarbeiteter Bentley Continental V8. Mich hat der Auspuffsound von Bentley, muss ich ehrlich gesagt, ein bisschen gestört. Der war für mich nicht so typisch 8-Zylinder-Sound, der war nicht so definiert. Man hat die Zylinderabschaltung gehört und für mich soll der ein bisschen aggressiver klingen. Man soll halt einfach hören, das ist ein 8-Zylinder. Nach dem MTM-Tuning ist die britische Zurückhaltung passé. Bei dem Continental ist dezent endgültig vorbei. Der hat eine Theke hinten drauf und dich jagt permanent so eine grollende Gewitterwolke. Das ist ziemlich geil. Doch nach altem Ami V8 klingt er selbst jetzt noch nicht. Man wird natürlich bei den neuen Motoren nie diesen Sound von einem Mustang Big Block hinbringen, weil die halt über 7 Liter gehabt haben. Ich glaube 7,4 der große, der kleine 5,7 Liter. Also das wird man mit den neuen Motoren natürlich nicht mehr schaffen. Liegt auch daran, dass wir mittlerweile einen Cut haben, der den ganzen Motorsound glätten tut. Bei dem Motor speziell haben wir einen Turbolader, der glättet nur mal die einzelnen Zylinder. Also der Sound verschwindet ein bisschen in der Abgasanlage, Turbo, Cut und so. Und die alten Big Blocks, die haben ja praktisch Fächerkrümmer gehabt teilweise, haben dann die Edelbruchvergaser drum gehabt und haben halt eine offene Auspuffanlage gehabt. Das hört sich natürlich viel anders an. Aber mittlerweile lässt halt die Straßenverkehrszulassungsordnung das offiziell nicht mehr zu. Die guten alten V8-Zeiten sind also vorbei. Zumindest fast. Die sind nur im Leerlauf, die laufen ja nicht rund, die laufen ja das spotzt so richtig unrund raus. Es ist einfach nur geballte Power und ich bin der Meinung, so soll es einfach sein. Der dreckige Sound amerikanischer Hubraummonster der 60er und 70er Jahre ist bis heute für den Kult rund um den V8 verantwortlich. Jeder, der große Motoren mag und diesen Klang einmal in echt erlebt hat, kommt nicht mehr davon los. Es ist der Sound einer ganz besonderen Zeit. Einer Zeit, in der die Mobilität rasant wird. Start your engines. Coming down a complete lap number 1.
Mit neuen Motoren ist diese wilde Ära allerdings vorbei. Moderne Aggregate müssen zahlreiche Richtlinien erfüllen. Sie dürfen nicht zu laut sein und auch nicht zu viele Schadstoffe ausstoßen. Um dennoch einen kernigen, ansprechenden Klang zu erzeugen, entsteht moderner Fahrzeugsound heute im Labor. Hier gibt's was auf die Ohren. Soundentwicklung spielt eine bedeutende Rolle. Katalysatoren, Aufladungssysteme wie Turbolader und Kompressoren verändern das Ergebnis. Die Aufgabe der Soundingenieure ist es, trotz dieser Einschränkungen einen ansprechenden Klang zu entwickeln. Dafür kommt modernste Technik zum Einsatz. Der Prüfstand gleicht einem Tonstudio. Der Sound, der hier entsteht, ist absolut rein. Störgeräusche Fehlanzeige. Alle entstehenden Frequenzen werden aufgezeichnet und von den Sounddesignern bewertet. Am Computer wird grafisch dargestellt, wie die Frequenzen aussehen und wie sich die Klänge zusammensetzen. Hier wird entschieden, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. Mit den Ergebnissen geht es dann auf die Teststrecke. Das gleiche Prozedere geht hier weiter, denn am Schluss muss das Fahrzeug in der Realität begeistern. Das Ergebnis monatelanger Arbeit klingt dann so. Ein identischer Motor kann in einer radikaleren Auslegung eine vollkommen andere Klangcharakteristik bekommen, wie der AMG GTR eindrucksvoll demonstriert. Das, was man von AMG kennt, ist der AMG GT mir persönlich zu leise, zu dezent. Man hört, dass er an V8 arbeitet, aber das ist nicht das, was man mit AMG verbindet. Beim GTR hingegen, da hast du genau das. Der ist mega laut und beim Entlasten knallt. Das ist AMG-Sound vom Feinsten. Einige Turbomotoren scheppern stark, wenn man das Gas wegnimmt. Das hat einen besonderen Grund. Das Knallen kommt eigentlich ursprünglich aus dem, wenn man die Historie verfolgt, aus dem Rallye-Sport, und zwar vom Turbomotor. Also im Rallye-Sport haben wir die damals, ich kenne es von Audi, 15 in der Turbo, einen riesen Turbolader gehabt, um die 500 oder 600 PS zu fahren, bei 2,2 Liter Hubraum. Das heißt, das Turboloch war enorm. Da hat man praktisch beim Gaswegnehmen in den Abgastrakt vor den Turbolader Benzin eingespritzt oder ist überfettet gefahren, dass das Benzin unverbrennt vor den Turbo kommt. In dem Moment, wo du Gas wegnimmst, glüht der ganze Turbolader, und wenn du dem mal Benzin gibst oder unverbrannte Luft, also mit Benzinüberschuss, dann explodiert das natürlich vor dem Turbolader. Und dadurch hat man damals einfach die Drehzahl vom Lader durch die Explosion vor der Turbine total erhöht, und du hast kein Turboloch gehabt beim Rallye-Auto, beim Rallye-Fahren. Mittlerweile macht man es halt auch ein bisschen so, man spritzt ein bisschen Fett ein, macht die Zündung, wichtig ist auch die Zündung, das hat man früher nicht machen können, die Zündung auf spät setzen. Das heißt, die Zündung ist dann nach OT im Schubbetrieb, du gibst ein bisschen Benzin dazu und dann explodiert einfach der ganze Kraftstoff im Auspuff.
Ist ein bisschen, man muss da vorsichtig sein, dass der Cut nicht beschädigt wird. Aber wenn man es richtig macht, dann hört man halt dieses Schnalzen vom Gasweg geben. Und das kann man dann extrem machen mit viel Spätzündung oder mit wenig Spätzündung. Man kann es so laut machen, dass es unerträglich ist. Ich habe da vor 20 Jahren schon mal experimentiert mit meinem eigenen Quattro. Und es war immer gute Erfahrungen gesammelt. Auch bei Aston Martin, einem Hersteller, der eigentlich für hochfrequenten V12-Sound bekannt ist, kommt erstmals ein V8-Motor aus dem Hause AMG zum Einsatz. Wenn man sich bei einem AMG-Motor den Sound anhört, bemerkt man, dass die tiefen Frequenzen sehr dominant sind. Diese Charakteristik verbindet man eindeutig mit AMG, aber das ist eben kein Aston Martin Sound. Deshalb haben wir die Komponenten und gerade die Auspuffanlage überarbeitet. Dadurch konnten wir gerade die mittleren und hohen Frequenzen verstärken. Wenn wir jetzt ein Fahrzeug von AMG mit dem gleichen Motor neben dem DB11 mit V8-Motor stellen würden, könnte man sofort den Unterschied hören, obwohl es sich um denselben Motor handelt. Bisher war der Aston Martin DB11 nur mit einem V12 zu bekommen. Erstmals kommt nun auch der 4 Liter Biturbo V8 von Mercedes AMG zum Einsatz. Der Feinschliff macht aus dem AMG-Donnern ein Aston Martin-Konzert. Also, um den AMG-Motor zu unserem eigenen zu machen, mussten wir uns anschauen, welche Komponenten wir verändern können. Der Motorblock an sich bleibt unverändert. In Zusammenarbeit mit AMG haben wir eine neue Ölwanne entwickelt, die wir extrem tief verbauen können. Wir mussten sicherstellen, dass wir die gleiche Kurbelwelle aus dem V12-Modell auch im V8-Modell verwenden können. Dafür haben wir die Lufteinlässe verändert und auch unser eigenes Motormanagement verbaut. Das ermöglicht es uns, die Gasannahme und auch die Drehmomentverteilung anzupassen. Noch dazu haben wir den Abgasstrom verändert, was den Sound, der am Ende aus dem Auspuff kommt, nochmals beeinflusst. Also der Motorblock bleibt der gleiche, aber die Komponenten drumherum, die mindestens genauso wichtig sind, haben uns dabei geholfen, den Charakter des Motors und auch den Sound von einem AMG zu dem zu machen, was wir bei Aston Martin benötigen. Turbomotoren sind aufgrund ihrer größeren Power mittlerweile allgegenwärtig, verändern aber den Sound gewaltig. Beim Turbomotor ist es halt so, der Turbo wird ja in die Abgasseite eingesetzt, wird über die Abgasenergie angetrieben. Die Abgasenergie trifft auf das Turbinenrad. Das Turbinenrad treibt das Verdichterradl an und dann baut sich der Ladedruck auf. Und da wird der Sound halt ein bisschen geglättet über das Turbinenradl und kommt halt anders hinten raus. Der Turbomotor hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass er über eine Abgasenergie angetrieben wird. Das heißt, er nimmt dem Motor keine Leistung weg, wie zum Beispiel ein Kompressor. Kompressormotoren, wie zum Beispiel im Dodge Charger Hellcat, haben dafür einen anderen Vorteil. Der Kompressor hat ja mit der Abgasanlage in dem Sinne nichts zu tun, der sitzt auf der Saugseite, aber du hast natürlich viel mehr Leistung, viel mehr Drehmoment. Das heißt, wenn du heute einen Kompressor auf einen 5-Liter-Motor drauf baust, dann meinst du, du hast darunter einen 8-Liter-Motor von der Leistungscharakteristik, vom Fahrverhalten. Und der hat auch keine Verzögerung beim Ansprechen. Der Kompressor ist ja praktisch 1:1 verbunden mit der Kurbelwelle. Das heißt, wenn du Gas gibst, dann läuft der Kompressor sofort hoch. Nachteil ist allerdings das Surren des Kompressors, was viele Motorenliebhaber als störend empfinden. Wenn es vorne pfeift und hinten bollert, dann weißt du, du sitzt in einem Dodge Hellcat. So einen Sound findest du in keinem anderen Wagen. An Motoren ohne Aufladung kommt aber keiner ran. Der Sauger dreht ja
in der Regel viel höher wie ein Turbomotor. Also Sauger ist ein Hochdrehzahlkonzept, hängt sehr gut am Gas, ist so ein bisschen wie rennmäßig Formel 1 oder so vom Sound her. Also einfach ein Hochdrehzahlkonzept. Ein beeindruckendes Phänomen bei einigen hochgezüchteten Motoren, abartige Flammentwicklung an der Auspuffanlage. Hängt im Wesentlichen mit dem Motor auch zusammen. Du brauchst also eine Überschneidung von der Nockenwelle, du brauchst eine ganz späte Zündung und dann kannst du das Abgas hinten eigentlich, wenn das fett ist, wenn ein Benzinüberschuss im Abgas drin ist, also entweder durch eine Motorelektronik, wo du das steuern tust, wo du das einspritzen tust beim Gas wegnehmen im Schubbetrieb oder halt einfach durch irgendwelche Einspritzdüsen hinten und dann entzündet sich das. Und je nachdem, wie du das abstimmst, kannst du das nachher vor dem Turbolader entzünden, kannst es nachher am Cut entzünden oder zum Auspuff raus halt. Ein Show-Effekt, der mit der Straßenverkehrszulassung leider nur in wenigen Ländern zu vereinbaren ist. Egal ob aufgeladen oder ehrlicher Sauger, V8-Motoren sind etwas ganz Besonderes. V8 macht einfach Spaß. Es ist klar, vielleicht ist es nicht mehr massenkompatibel, diese Art der Fortbewegung, aber es macht einfach nur Spaß. Der Sound spricht alle Sinne an und wenn du Motorsport in seiner puren Version erleben willst, fühlen willst, dann ist es für mich unabdingbar, dass du mit einem V8 unterwegs bist. Das ist kein kleines Motorenkistchen, keine Turboaufladung, Kompressoren, Schmarrn, brauchst du alles nicht. V8 hast 8 Zylinder, auf a Pedal to the Metal, auf geht's. Das ist einfach, Entschuldigung, einfach geil. Das ist V8. Die Liebe zum V8 geht unter die Haut und macht definitiv süchtig. Nicht nur für die, die als Kind schon Benzin inhaliert haben, ist dieser Sound feinste Musik. Doch welcher klingt am geilsten? Hier unser Top 5 Ranking der dröhnenden V8-Motoren. Platz 5 teilen sich ein Sportwagen und ein SUV. Sowohl im Range Rover Sport SVR als auch im Jaguar F-Type R schlummert der gleiche 5 Liter V8. Für Ami-Fan Pete aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, die Briten haben halt immer, in meinen Augen, die machen gute Sachen, aber die Briten haben halt für mich immer so die Sache British Understatement, so ein bisschen Gentleman Driving und so diese wilde, rohe Power von einem V8-Motor. Das ist eigentlich eher so elegant, was die machen. Und das ist in Ordnung, das ist völlig akzeptabel, aber für mich ist das nicht das, worauf es auf dem V8 ankommt. Also es geht halt nicht auf die 12. Kein Gentleman Driver ist das Project 7. Eine kompromisslose Radikalisierung des F-Type R. Für alle, die den Sound ungedämpft genießen wollen, kein Dach, gechoppte Windschutzscheibe und 25 PS mehr als im F-Type R. Die auf 250 Exemplare limitierte Flunder ist definitiv der Sound King aus England. Kein Best auf V8 ohne AMG, aber welcher klingt am schönsten? Jeder AMG V8 bringt Petrolheads in Wallung. Aber es kann nur einen geben. Den C63 Black Series mit 6,2 Litern Hubraum. Der Sauger produziert 517 PS und hat den besten Sound, der je die Auspuffrohre eines AMG verlassen hat. AMG-Sound, was Europa betrifft, sicherlich die Nummer 1, aber das sind halt noch die Amis und die sind halt dann, glaube ich, also für mich noch einen Zacken schärfer. Okay, Pete, wir haben verstanden. Du willst Amis. Du kriegst Amis. Ab aufs Treppchen. Der Dodge Charger Hellcat. So viel Hubraum wie der C63, 6,2 Liter.
Er pumpt aus seinem pfeifenden Kompressor aufgeladenen Hemi V8 717 PS. Eine Fahrmaschine aus der Hölle, wie der Name schon sagt. Jetzt kommen wir langsam in meine Kragenweite hinein. Das ist natürlich vom Feinsten sowas. Das ist schon richtig, richtig edel. Kompressorpfeifen und V8-Brabbeln. Für einige Fluch, für viele ein Segen. Aber Achtung! Es besteht die Gefahr, weder V8 noch Kompressor zu hören, weil die Gummis zu laut schreien. Platz 2 ist ein Muscle Car Klassiker. Der Ford Mustang. Egal ob neu oder alt, Hauptsache ein Shelby GT. Carroll Shelby, wenn du mal in Las Vegas warst und du warst bei ihm im Museum drin oder du stehst nur vor der Türe dieses Museums von Carroll Shelby, da stehst du im Achtung. Du stehst einfach ganz automatisch im Achtung. Und wenn du dann die Sounds von diesen Kisten hörst und wenn die da nur rüberfahren vom Museum auf den Las Vegas Speedway und dann loslegen, dann fahren die vielleicht 25, 30 Meilen pro Stunde, wenn überhaupt. Und die machen einen Lärm, ein Gezeter, eine Geräuschkulisse, als würde da ein NASCAR-Feld mit 40 Autos losfahren. Also genial, absolut genial. Platz 1 geht an den beliebtesten Sportwagen der USA. Die Chevrolet Corvette. V8 Sound Corvette, ich meine Sportwagen, amerikanische IMSA-Serie, Le Mans, wenn du dir die V8 anhörst, wenn du die Corvette vorbeifahren siehst, kriegst du Gänsehaut. Die Corvette macht hier das Rennen dank massig Hubraum und ihrer 4 Trompeten am Heck. Sie ist der Sound King unter den Serienfahrzeugen. Eine Corvette ist für mich Nonplusultra in Sachen Ami V8.